Jesus, ey. Ha? Was war das denn jetzt? Ich werde heute meine neue 8,5 x 55 Blaser auf die Probe stellen, denn ich bin hier gemeinsam mit Zeiss auf dem Schießstand in Wetzlar. Wir haben die Möglichkeit, auf 300 Meter zu schießen und auch die Geschwindigkeiten zu messen. Und dann geht es die nächsten Tage auf Rotwildjagd. Straffer Zeitplan, lasst uns keine Zeit verlieren, es geht direkt auf die Bahn. Heute geht es nicht ums Thema Einschießen der Waffe, das haben wir letztes Jahr schon mal gezeigt in einem Video. Ist auch hier verlinkt, könnt ihr gerne reinschauen. Heute geht es darum, dass ich meine neue 8,555 auf die Probe stellen möchte. Ich habe die schon eingeschossen, das sieht auch ganz gut aus soweit, aber heute geht es darum, Geschwindigkeit messen von der ECX-Laborierung und dann auch auf 300 Meter schießen, entsprechend mit dem Ballistikturm. Und ich würde sagen, wir erzählen gar nicht lange, sondern legen direkt los mit einer Schussgruppe und auch der Messung der Geschwindigkeit. So, ich baue mich erstmal hier grob ein. Bitte? 300 Meter. Ich habe jetzt 3 Schüsse gemacht und wir haben die Geschwindigkeit gemessen mit dem Garmin. Die liegt bei ungefähr 856 Meter die Sekunde gemittelt, auch sehr konsistent. Auf der Packung steht drauf eine V0 von 900 Metern die Sekunde. Der Lauf ist aber nicht 60 cm lang, sondern 52. Und ich glaube, das ist eine ganz passable Geschwindigkeit, die da noch rauskommt aus so einem kurzen Lauf. Jetzt gehe ich in die Hunting-App. Denn dort lege ich mir ein ballistisches Profil für mein Geschoss mit den tatsächlich gemessenen Daten an, sodass ich in Kombination mit den Wetterdaten näherungsweise die tatsächliche Flugbahn in der Realität berechnet bekomme. Anhand dieser Daten schlägt mir die App dann einen passenden Ballistikring für meine Absehen-Schnellverstellung vor. Das sende ich und die App empfiehlt mir jetzt den Ring 6, den ASV-Ring 6. Die machen wir jetzt noch drauf und dann können wir gleich mal auf 300 Meter schießen und gucken, was da noch ankommt. Das Einstellen des Ballistikturms ist gar kein Hexenwerk. Ihr habt gesehen, einfach nur hier oben was abschrauben, den richtigen Ring drauf und da muss auch nicht irgendwie speziell was eingestellt werden. Braucht man sich also nicht vor scheuen. Die Waffe wird auch ganz normal eingeschossen. Im Jagdgebrauch habe ich den Ballistikturm immer auf 4 Klicks nach oben gestellt. Also eigentlich die GEE, die günstigste Einschussentfernung, weil das im Jagdalltag auch reicht. Im Waldrevier, im Feldrevier ist selten der Fall, dass man mal auf 200 Meter oder mehr schießt. Und deswegen lasse ich die auch immer auf der GEE, um eine möglichst breite Flugbahn abzudecken, damit man nicht anfängt, im Jagdalltag dann rumzuschrauben, es am Ende dann vergisst, wieder zurückzustellen. Das ist jetzt wirklich nur für Ausnahmesituationen, für die Bergjagd, für die Auslandsjagd, wenn es mal wirklich weitergeht, gedacht. Und jetzt schießen wir einfach mal auf 300 Meter. Übrigens bietet nicht nur Zeiss solche Weitschussseminare an, die euch dann unterm Strich helfen, ein besserer Schütze zu werden und damit auch ein weitgerechterer Jäger. In die 9, ne? Mhm. Ergebnisse zeigen wir euch gleich. Ich mache einfach noch mal 1, 2 Schuss. Ja, immer grob beschießen. Genau. Ja. Hast du jetzt dafür hier oder? Nee. Kann ich da hin? Du kannst, ja. Du hast jetzt hier einen Streukreis von 26,4 mm. Hier hinten, das siehst du, dieses kleine Quadrat mit dem Kreuz, das ist der Streukreis-Mittelpunkt. Ja. Ja. Wir haben jetzt die ersten 3 Schuss gemacht und ich finde, vom Streukreis her ist es schon mal sehr zufriedenstellend. Der liegt nämlich bei 26 mm. Das ist ein Streukreis, den kriegen einige nicht auf 100 Meter hin. Aber das zeigt schon mal, die 8,5 ist in der ECX verdammt präzise. Das macht schon mal sehr Spaß. Die Schussgruppe ist noch ein Stück weit unten, 5, 6 cm. Da gucken wir mal, was man jetzt noch machen kann. Aber grundsätzlich erstmal eine sehr bestärkende, positive Erfahrung, dass das so gut funktioniert. Kleine Unterbrechung von meinem Arbeitsplatz, denn ich hatte hier gerade beim Schneiden des Films so einen großen Aha-Moment, dass ich sage, ich muss das jetzt hier aufnehmen und mit euch teilen. Es ist nämlich so, wer ganz genau aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass ich im Film vom ASV Ring 6 gesprochen habe.
Aber in der Bildschirmaufnahme, die ihr gesehen habt vom Handy, da stand drin ASV Ring 5. Ja, ich habe diese Bildschirmaufnahme nicht auf dem Schießstand gemacht, sondern hier vor meinem Schreibtisch. Ich habe früher mal gedacht, dass das Wetter und so gar nicht so maßgeblich die Ballistik und die Geschosskurve meiner Patrone beeinflussen. Vielleicht, wenn ich in die Berge irgendwo fahre und das ein ganz großer Höhenunterschied ist. Aber da habe ich mich jetzt tatsächlich mal geirrt. Und zwar ist es so, dass zwischen ASV Ring 5 und ASV Ring 6 auf diese 300 Meter 3 Klicks Unterschied sind. Statt 16 Klicks, 13 Klicks, macht das so einen großen Unterschied. Ja, auf 300 Meter sind 3 Klicks 9 cm und das ist eben dann der Unterschied zwischen Nachsuche und erfolgreicher Erlegung. Ja, wie kann das sein? Was ist mein Learning daraus? Ich habe festgestellt, dass der ASV-Ring eigentlich nur dann so sinnvoll ist, wenn ich ein eigenes Revier habe, wo ich regelmäßig jage, auf die meine Waffe eingeschossen ist, wo ich sozusagen außer vielleicht Sonne und Regen gar keine großen Unterschiede in den äußeren Bedingungen habe. Wenn ich jetzt aber viel unterwegs bin, viel im Ausland oder demnächst fahre ich in die Berge, dann ist der Klickring für mich doch deutlich sinnvoller, denn ich muss eben einfach tatsächlich wissen, wie viele Klicks es sind. Da ist der Nachteil, dass ich ein Stück weit abhängig bin, ja, zu wissen, was die äußeren Faktoren sind. Ich könnte natürlich hingehen in der Zeiss Hunting App, die zieht sich über meinen Standort, die Wetterdaten und sagt mir dann, wie viele Klicks es tatsächlich sind. Aber in der Realität habe ich ja die Zeit gar nicht. Ich will nicht irgendwo vor der Jagdsituation, vor dem Schuss in der App rumwühlen oder in irgendwelchen Tabellen gucken, wie viele Klicks das sind. Ich will es ja direkt machen. Außerdem habe ich vielleicht den Akku leer oder bin irgendwo an einer entlegenen Stelle der Welt, wo ich keine Daten kriege. Und jetzt wird es richtig geil, versprochen. Denn die ballistischen Daten, die ihr in eurer Zeiss Hunting App angegeben habt, mit eurer tatsächlich gemessenen Geschwindigkeit, das ist ganz wichtig, die könnt ihr per Bluetooth in euer Rangefinder füttern. Und was sich im ersten Moment vielleicht wie Schnickschnack oder unnötig anhört, das ist so dermaßen geil, denn das Rangefinder misst ja nicht nur die Entfernung, es misst auch den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und auch den Neigungswinkel, also tatsächlich hinterher euren Geschosswinkel. Denkt dran, Berg rauf, Berg runter, halt runter. Also, ihr braucht einfach einen Rangefinder, könnt lasern und bekommt hier angezeigt, wie viele Klicks ihr tatsächlich machen müsst. Und ja, natürlich, das ist jetzt nichts für den Jagdalltag, da habe ich die Waffe auf GEE stehen, aber es ist etwas für Ausnahmesituationen, Jagdreise, Jagdeinladung irgendwo, wenn ich weiter schießen möchte und kann. Wie gesagt, das ist ganz wichtig, das soll nicht animieren, weit zu schießen, sondern es soll euch animieren, schießen zu gehen, vertraut zu werden. Dadurch bekommt ihr Selbstbewusstsein und eben auch, wenn es dann mal wirklich nötig ist, weit zu schießen, es kann ja auch ein krankes Stück Wild irgendwo weit stehen, dann seid ihr damit perfekt für den Weitschuss gerüstet. Das Wichtigste am Schießen ist, wir hatten gerade viel Spaß, nicht vergessen, den Turm wieder zurückzudrehen, sonst geht es am Ende schief auf Jagd. Aber war ein sehr ereignisreicher und aufschlussreicher Tag hier auf dem Schießstand. Wir haben ganz schön was an Geld durch den Lauf geschickt und die Patrone, die Laborierung ist super präzise, das kann man festhalten. Streukreis von 200 mm, 2,6 mm auf 300 Meter, das denke ich schon beachtlich. Und jetzt würde ich sagen, können wir auf Jagd fahren. Und so gerne ich euch nun tolle Jagdszenen zeigen würde, hat mich die Realität eingeholt. Kein einziger Anblick für mich am Jagdwochenende mit Zeiss. Aber auch das gehört zur Jagd und dafür war ich an anderer Stelle erfolgreich. Zum Beispiel bei der Bergjagd. Dazu wird es einen eigenständigen Film hier auf YouTube geben. Also bleibt gern dabei, danke fürs Zuschauen und Weidmanns Heil.